Visualisieren für Singles. Für Menschen, die alleine sind und Interesse an diesem Thema haben, können sich dieser Thematik am besten nähern, indem sie lernen zu analysieren. Das bedeutet, dass man lernt zu unterscheiden, was einzelne Wörter in ihrem Inneren bedeuten. Als erstes solltest du lernen, deinen Geist mehr zu fokussieren. Das bedeutet, du solltest nicht ständig abgelenkt werden durch zu viele verschiedene Dinge. Also solltest du schauen, dass du Zeit für das Thema hast und die nötige Ruhe. Durch das Fokussieren des Geistes auf das Thema wird deine Intelligenz mehr und mehr den Fokus übernehmen. Da die Intelligenz die Summe deiner Erfahrung ist, sowie das Unterscheiden von richtig und falsch, nützlich und unnützlich, wird dir die Intelligenz in einem gewissen Abstand alle Fragen zu sogenannten Hindernissen auflösen und zudem dir den Weg weisen, wie man als nächstes vorgehen kann. Umso mehr du Intelligenz dem Raum gibst, umso mehr wird sich deine Intuition zu diesem Thema entwickeln. Dieser kannst du nach einiger Zeit voll und ganz vertrauen, weil die Intelligenz durch die Analyse differenziert, was dich voranbringt und was dich abhält von dem kollektiven Visualisieren. Zum anderen kann man zu der Intuition auch Weisheit sagen. Es verhält sich so, als hättest du das Autofahren theoretisch wie praktisch verstanden. Und es fällt dir nicht weiter schwer, dieses zu tun. Das gleiche passiert beim kollektiven Visualisieren. Nun zu zwei Übungen, für die es lieber in vollkommener Ruhe mögen, sollten sich dem Prana-Yoga hingeben. Prana bedeutet Lebensenergie. Und durch den Yoga lernt man diese Lebensenergie unter Kontrolle zu kriegen. Man lernt, den Atem zu kontrollieren und schafft damit eine innere Ausgeglichenheit, die einen dabei hilft, das Thema besser zu verstehen und auch anzuwenden. Vorteil dieses Weges ist, dass der Anfang ist hart. Da man es aber mit sich selber ausmacht, hat man keine Störung von außen und keine Konfrontationen. Denn mehr ist nicht immer mehr. Hier findet ihr im Netz genug Videos zu diesen Formen des Yoga. Der zweite Weg geht über die Analyse, das theoretische Verstehen und dann die praktische Anwendung im Außen. Hierbei ist zu beachten, dass andere das nicht so verstehen wie man selber und eigene Interpretationen hineinbringen, was natürlich dazu führen kann, dass das Thema verfehlt wird. Also rate ich hier zu einer gesunden Achtsamkeit, sonst verliert ihr das Thema aus den Augen. Die Menschheit hat sich auf diesem Gebiet nicht sonderlich entwickelt, sonst würde es in Bibliotheken oder Internet viel mehr zu diesem Thema geben. Und wenn man sucht, findet man kaum oder fast gar nichts zu diesem Thema. Deswegen solltet ihr euch immer als Pioniere auf diesem Gebiet verstehen. Nur noch eine Hilfestelle für beide Wege, damit ihr wisst, wie ihr am besten beginnen könnt. Am besten ihr schaut euch mal das Chakrasystem und den Baum des Lebens aus der Kabbala an. Da werdet ihr genug Möglichkeiten entdecken, was ihr alles visualisieren könnt. Wichtig dabei ist es, nicht zu übertreiben mit sich selber und immer wieder zur Analyse zurückzukehren oder zum Atem. Umso mehr Zeit ihr euch für das Thema nehmt, umso schneller werdet ihr auch Fortschritt machen in diesem Bereich. Vergesst nicht, dieser Weg ist für Leute, die alleine diesen Weg gehen. Hier geht es nicht so sehr darum, sich auf andere einzulassen, sondern mehr mit dem Intellekt oder der Atmung zu verstehen, wie das Thema zu verstehen ist und anzuwenden. Deswegen würde ich euch raten, das, was ihr erlebt, nie ganz 1:1 im kollektiven Visualisieren zu übernehmen, da jeder Mensch individuell ist. Ihr könnt es mit dem persönlichen Horoskop vergleichen, wo jeder Einzelne verschiedene Punkte hat, wonach er sich richtet. Und ihr werdet kaum einen zweiten finden, der genauso denkt und handelt. Hier gibt es Planeten, Sternzeichen und jeder hat eine individuelle Konstellation zu dem Ganzen. Und so ist es auch im wirklichen Leben. Deswegen ist es auch schwer, das kollektive Visualisieren so umzusetzen. Ich wünsche euch viel Spaß und würde mich über Anregungen und Fragen gerne freuen.